Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, der ABC-Mörders. Wir rufen jetzt Hastings an und sagen Hello, Hastings? I have finished in fertig Cheston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Warum Then dreht the er sich dann im characters Kreis? appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Would you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Gut, dass das Telefon kein Kabel hat. Der hat sich voll eingewickelt mit dem Telefonkabel. Geil. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Okay. Mit Donald Fraser diskutieren. Ungarischer Schnurrbart. Yay. Okay, dann gucken wir uns den erstmal an und dann diskutieren wir mit ihm. Let him drink in peace. Okay. Let him drink in peace. Ich dachte, ich soll mit ihm diskutieren. Mit Donald Fraser diskutieren. Ja, dann nicht, oder was? Da kann ich aber auch nichts tun. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. Aha. Daily Blag, August 31, 1935. Moustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things troubled great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Daily Blag. Sometimes. Ich dachte, wir müssen aber noch eine Sache finden hier. Daily Blag. Mann, das ist doch hier was anderes. This Daily Blag. Okay, dann finden wir halt nicht noch was. 3 mornings. Ja. Das Eggjolk. Mon ami, it is a pleasure to be working with you again. I have missed you these past few years. Let him drink in peace. Was soll ich denn jetzt machen? Da steht, ich soll mit ihm diskutieren, aber ich darf nicht mit ihm diskutieren. Oder muss ich hier noch was finden? Royal. Ja. Hm.
Poirot, since my return, I see that you have fewer grey hairs than when I last saw you. How is that possible? Mon ami, I am sure that you will find the explanation all on your own. Das hilft uns aber auch nicht weiter. Wir machen den Ventilator an. Some cool hair. This bottle is for our visitors. Personally, I prefer the sherry. Let him drink in peace. Hä? I lock my revolver in this... Ja, das wissen wir. Was soll ich denn jetzt machen? Kann doch mal in den Spiegel gucken. Da steht, ich soll mit ihm diskutieren, aber ich kann nicht mit ihm diskutieren, weil wir ihn erstmal austrinken lassen sollen. What the fuck? Mit Donald Fraser diskutieren. If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Verbrannte Blätter im Garten des Herrenhauses der Clarks. Ich bin mir sicher, dass dies das Werk des Mörders war. Der Inhalt ist wesentlich für die Ermittlungen. Kann ich aber noch nicht zusammenbauen. Muss ich hier noch was tun? Ist doch eine... Nee, das haben wir doch schon gemacht. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Nee. Ich muss... Das Einzige, was jetzt noch offen ist, dass ich hier noch irgendwas anderes finden muss. Aber... Hastings, for your hair. Yes? There exists an accessory, how shall I say, that can be fastened to the scalp and covered with your own hair. Let me be quite clear, it is not a wig. Come on, Poirot, I'm not losing my hair. It's just thin slightly. Da ist das auf Halbmast, aber hier ist noch was anderes drunter. Deli-Blage. Aber er sagt, er geht immer wieder auf das Halbmast. Ich will das da drunter lesen. Ist das denn so schwierig? Deli-Blage. Hä? Was soll ich tun? Leertaste bringt ja auch nichts, ne? Da liegt ja noch was anderes drunter, was uns wahrscheinlich mehr interessiert. Kann ich das nicht wegräumen? Hä? Ich brauche hier bestimmt noch irgendeinen Hinweis. Aber ich krieg ihn einfach nicht. Kann ich mich hier... ich kann mich da hinsetzen. Vielleicht kann ich dann diskutieren. Okay, bin doof. Nee, doch nicht. Ich bin doch nicht doof. Wir haben nur einen Ego-Punkt bekommen, weil wir uns kurz hingesetzt haben. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, was das Spiel gerade von mir will. Please don't stare at me, Poirot. It gives me a sore head. Ich würde ja gerne was anderes tun, aber ich kann nicht. Ich würde gerne mit ihm reden, aber er will ja nicht. Ach, jetzt, plötzlich. Man is tired. Leck mich am Arsch. Augenringe. Zerknitterte Kleidung. Und unrasiert. Donald is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Darf ich denn jetzt auch mit ihm reden? Oh mein Gott, danke. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Du bist dahergekommen. You wanted to talk?
and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Jetzt sollen wir den Traum interpretieren, okay? Wie ist der Traum zu interpretieren? Nö. Donald war sehr in Betty verliebt. Donald war ein gewalttätiger Mann. Er hat sie ja erwürgt im Traum. Und das? Nee. Donald ist müde. Donald mag Megan. Aha, okay. Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln und fühlt sich gefangen gelassen zu haben. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Okay. I like trains. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size. Glasses. Dark suit and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Mademoiselle,
The circumstances of your departure do not appear very clear. Mr. Poirot, your questions are offensive. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? Der Fluch des Drachen liegt auf ihr. You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, was haben wir für eine Frage? Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Boah. Es geblieben, um die Geschäfte zu machen. Die standen sich sehr nah. Den Brosche geschenkt. Thora blieb sehr vage. Thora ist eine Verführerin. Nein, das war es nicht. Sir Carmichael fand Thora charmant. Nicht die drei. Huch, nein, ich wollte nicht raus. Okay, warte mal. Thora ist eine Verführer. Obwohl, das passt, glaube ich, nicht. Vielleicht hier, Sir Carmichael hatte die Brosche geschenkt. Die standen sich sehr nah. Und sie ist geblieben, die Geschäfte zu machen? Nee. Und sie ist eine Verführerin? Nee. Und er fand sie charmant? Nee. Okay, jetzt ist es gerade wieder mal nur raten. Das erschließt sich mir nämlich nicht ganz. Super, das klappt also nicht. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Thora blieb sehr vage. Thora schätzt Franklin. Und Thora ist eine Verführerin. Nee. Ich hätte gesagt, die drei, weil das deutet darauf hin, dass sie ihn nicht geheiratet hätte. Weil sie blieb, um ihre Geschäfte zu erledigen. Sie schätzt Franklin und sie blieb sehr vage, was die Beziehung zu Sir Carmichael angeht. Was? Ich komme nicht drauf. Mann! Ich drücke immer die rechte Maus aus, um die Dinger da rauszuholen. Aber das wollte ich doch gar nicht.
Es wäre auch schön, wenn das so angezeigt wäre, dass wenn eins richtig ist, dass es schon mal so einen grünen Rahmen hat oder so. Das würde einem das Ausprobieren leichter machen. Mal die 3. Dann mal die 3. Na, nimmst du das mit? Dann mal die 3. Dann mal die 3. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Pff. Huch. Ach, mit dem Mausrad komme ich auch raus. Schön, ich wollte jetzt hier die Dinger hier durchscrollen. Also wir müssen ja... Hätte Thora geheiratet. Das heißt, wir müssen ja von Thora ausgehen. Sie ist eine Verführerin. Sie blieb vage. Und sie schätze Franklin. Das wäre jetzt so das, was ich jetzt sagen würde. Okay, das ist es. Oder sie ist halt geblieben, um seine Geschäfte zu erledigen. Aber sonst nix. Das sind ja, die 3 gehen ja von Sir Carmichael aus. Die sollten es dann nicht sein. Das heißt, es könnte jetzt noch die sein. Aber scheinbar nicht. Tja, keine Ahnung. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ich probiere noch mal ein bisschen rum. Und wenn ich es dann hab, dann starte ich die Aufnahme wieder. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Agatha Christie, der ABC Murders, wo der zu doofe Rainbird wieder zu dumm ist. Macht's gut. Tschüsschen!